Nach echt tagelangem Regen ist es jetzt endlich der erste schöne Tag seit langem. Das Motorrad ist bereit. Wir fahren heute eine richtig schöne Runde durch den Harz. Das höchste Gebirge Norddeutschlands erreicht man am schnellsten über den Harz Highway. Die A36 führt ab Braunschweig direkt nach Bad Harzburg. Ich starte an diesem Tag aber weiter westlich und folge deswegen der A39 bis Salzgitter und fahre dann weiter über die Bundesstraße in den Harz. Den Harz teilen sich die Bundesländer Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Ich bleibe heute allerdings nur in Niedersachsen. Zur Ostfalia Hochschule. Da habe ich mal studiert. Vor 10 Jahren, über 10 Jahren, 14 Jahre ist es her. Salzgitter ist die flächentechnisch größte Stadt der Bundesrepublik. Das denkt man nicht, weil man diese Stadt nie auf dem Schirm hat, und das ist auch eigentlich völlig unnötig, aber dadurch, dass die das halt irgendwann mal hier einen Haufen Dörfer zu einer Stadt zusammengeschlossen haben, fährt man immer nur von Stadtteil zu Stadtteil, obwohl, wie ihr seht, hier einfach nur scheiß Acker irgendwo zwischendrin ist. Es ist absolut herrlich hier. Super ruhig, wenig los, ein paar Fahrradfahrer. Unter der Woche lohnt sich schon im Harz. Hier hat man einen schönen Blick durchs Tal. Hier ist die innerste Talsperre. Hier ist dieser Ablauf. Keine Ahnung, wie man das nennt, wenn sie da den Stöpsel ziehen. Schöner See, alles ruhig. Und das Wetter ist ein Traum. Die innerste Talsperre hat ein Volumen von etwa 19 Millionen Kubikmetern. Sie wurde in den 60er Jahren errichtet und dient der Trinkwasserversorgung und Stromerzeugung. Ich bin ja nicht so der Typ dafür, der jetzt irgendwie wahnsinnig mit dem Motorrad rast. Aber gerade im Harz mit dem vielen Verkehr ist es schon so, dass man eigentlich mal Bock hat, die Leute zu überholen. Was mich normalerweise überhaupt nicht reizt. Ich fahre gerne panoramamäßig, mir schön die Sachen an. Und natürlich ist es so, dass man irgendwie vor geilen Kurven nicht unbedingt so einen Schleicher vor sich haben will. Manchmal haben sie da im Torfhaus auf der Bavaria einen Germknödel. Da habe ich so richtig Bock drauf. Der Verkehr im Harz kann gerade im Sommer etwas nervig sein. Durch seine geografische Lage zieht er viele Besucher aus Norddeutschland, Dänemark und den Niederlanden an, die verständlicherweise im Alltag das Fahren in den Bergen einfach nicht gewöhnt sind. Man muss sich deswegen auf viele vorsichtige Fahrer einstellen. Schon sagen, ich finde das echt genial hier. Ich weiß nicht, was hier los ist, wenn hier richtig Action ist, aber es ist ein absoluter Traum von
Ruhe, Landschaft, Wasser, Sonne. Die Sösetalsperre fasst übrigens 25 Millionen Kubikmeter. Sie versorgt vor allem die Regionen Hildesheim und Hannover mit Trinkwasser. Ihre Fernwasserleitung reicht allerdings auch bis nach Bremen. Errichtet wurde sie 1931. Geil. Also die Strecke hier macht richtig Spaß. Boah, das ist echt fies. Makaber, aber faszinierend zugleich. Lauter tote Bäume. Das Fichtensterben hat seine Ursache vor allen Dingen im Borkenkäferbefall. Durch den Klimawandel erzeugte Trockenheit, Wärme und Stürme begünstigen die rapide Ausbreitung des Insekts. Die forstwirtschaftlichen Monokulturflächen helfen dann natürlich gar nicht. Wenn diese Flächen dann im Ganzen sterben, sieht es leider so aus. Ich bin immer wieder erstaunt, wie sehr man im Harz heizen kann. Ich persönlich mag die ganzen hohen Geschwindigkeiten ja gar nicht so. Es ist zwar ernsthaft traumhaftes Wetter und der Blick ist absolut fantastisch. Und jetzt haben sie hier diesen geilen Aussichtsturm noch hingebaut. Also zumindest architektonisch ist der absolut genial. Aber 15 €, da gucke ich doch lieber den Brocken von hier ein bisschen an. Da kann man die Spitze auch erkennen. Und der Blick ist trotzdem schön. Also wenn man sagen muss, dass kulinarisch jetzt ein Germknödel für den Harz nicht ungefähr typisch ist, ist das schon einfach geil, dass man ein bisschen Alpen-Vibes bekommen kann. Dafür nicht Bayern muss. Ist schon einiges wert. Halleluja, guckt euch das an, was da kaputt ist. Was für ein gigantischer Ausblick.
für eine absolut traurige Aussicht davor. Hier den Hang hinunter. Richtig heftig. Der Oka-Stausee umfasst etwa 46 Millionen Kubikmeter Wasser. Auch wenn die Staumauer erst final in den 50er Jahren fertiggestellt wurde, gab es hier schon im 16. Jahrhundert Unternehmungen, die Oka zu stauen. Für heute sind wir aus dem Harz raus. Talsperre hinter uns gelassen und jetzt geht es noch über Land zurück. Bei immer noch absolutem Traumwetter. Die Eisecke in Wienenburg kann man sehr empfehlen. Alles selbst gemacht, Top-Preise und von der Lage perfekt, wenn man auf dem Weg raus aus dem Harz ist. Falls ihr noch andere Tipps für den Harz habt, schreibt mir einen Kommentar ins Video. In dieser Reihe wird es definitiv noch mehr Videos geben.